Also, ich bin kein Mediziner und auch kein Arzt. Ich bin ein Moppel. Ich bin der Moppel. Ja, hallo. Ich möchte mal meine Erfahrungen berichten über die titelgebenden Punkte, also Hornisse, anaphylaktischer Schock, also allergischer Schock und eventuell ein bisschen reißerisch klingt das, aber die Nahtoderfahrung oder zumindest so, wie ich das erlebt habe. Warum zwei Mikrofone? Ja, das Wichtigste an so einem Video ist ja eigentlich der Ton. Und mit dem da nehme ich Hochdeutsch auf. Und das ist für die Mundart, also den Dialekt, den ich so pflege. Ein bisschen was zu meinen Eckdaten, beziehungsweise zur Vorgeschichte. Ich bin 55. 55. Soweit, so gut. Ich bin 1,80 Meter groß und wiege 86 Kilo. Habe einen erhöhten Zucker und mit dem Blutdruck nehme ich auch schon seit 2008, also seit ungefähr 15 Jahren ein Medikament, Metoprolol und Ramipril, um den Bluthochdruck einzustellen. Das ist auch im Laufe der Jahre gut gegangen. Die Werte beim Arzt lagen meistens so bei 120/80 und so weiter. So, das jetzt erstmal zum Hintergrund. Ich bin Raucher, ja, wird man wahrscheinlich noch ein paar Mal sehen. Und ich trinke auch gerne mein Bier. Auch alkoholfreies, zu meiner Schande muss ich das sagen. Das soweit dazu. Ich bin arbeitstätig in leitender Position als Meister. Und natürlich auch ein bisschen stressanfällig, was das betrifft. Soweit genug dazu. Also das sollte reichen, um meine Identität zu stehlen. Nicht ganz. Okay, also am 12., das ist jetzt am 12.07., das ist jetzt etwa 4 Wochen her, saß ich genau wie jetzt ja auch gerade in meinem Wintergarten und dann kam eine Hornisse hier reingeflogen. Ich habe sie noch gesehen, die hat mich kurz am Arm berührt, zumindest war das so meine Empfindung, und flog auch gleich wieder weg. Und dann wurde der Arm relativ schnell warm, also hier so in dem oberen Bereich, hier so von der Schulter bis zum Ellenbogen, relativ warm. Und dann bin ich zu meiner Frau nach vorne und sagte, mach mir mal irgendwas drauf. Ja, da war der Dialekt. Mich hat gerade was gebissen. Ja, hat sie dann auch getan. Ich denke, irgendwas mit Phenestil war das. Irgendwelche Salbe. Und ich wollte dann auf dem Weg zurück hierher. Das sind dann so, ja, ich denke mal 20 Meter oder so. Und dann zog dieses warme Gefühl hier, nicht unbedingt Schmerz, würde ich es nicht mal nennen. So Kribbeln war das und das zog dann hier rüber in den Bauch, Brust- und Bauchbereich. Und wurde ebenfalls dort warm und so kribbelnd. Also irgendwie, ich hatte das Gefühl, hier ist irgendwas anders. Irgendwie, ich meine, man wird ja häufiger mal von irgendeinem Insekt gestochen und das ist dann meistens irgendwo eine Schwellung, irgendwo partiell auf den Körperteil beschränkt oder auf die Stelle beschränkt. Und das war in dem Fall eben nicht so. Und da war das irgendwie für mich anders unnormal. Ich bin dann wieder zurück zu meiner Frau, setze mich auf die Couch und sie guckt mich an und sie sieht mir schon an, dass da irgendwas nicht passt. Und sie fragt mich einfach nur, soll ich denn den Notarzt rufen? Und ich sage dann, ja, ist vielleicht besser. Ich fühle mich nicht so prall. Tatsache ist, das ist ja das, was ich ja beschreiben möchte, wie das in etwa bei mir war, wie das meine Wahrnehmung war. Dann fing es an, so ein bisschen kribbelig zu werden, so an den Händen und auch an den Füßen. Und man merkte so eine gewisse, ich sag mal, Schwäche. So einen leichten Anflug von einer Panik, würde ich es einfach mal sagen. So, ich will nicht sagen zeitgleich, ich habe da jetzt nicht unbedingt die Relation mehr so
Also in dem Zeitraum merkte ich dann schon, au, du musst jetzt mal aufs Klo. Ne? Die Sache mit dem Stuhl kennen wir alle. Ne? Und dann bin ich aufgestanden und wollte Richtung Klo. Bin dann in der Küche das erste Mal zusammengesackt. Und meine Frau sagte, bleib liegen. Er hat dann zwischenzeitlich den Notarzt angerufen. Aber ich merkte dann eben, dass es jetzt knapp wird, kurz vor knapp. Und bin dann noch irgendwie ins Bad und bin dann nochmal zusammengesackt. Und dort bin ich dann liegen geblieben. Und wir kennen das vielleicht, der Körper hat ja so ein paar Mechanismen. Wenn er irgendwie merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann macht er erstmal alle Pforten auf und sagt, wir lassen das mal raus in der Hoffnung, dass dann das Problem behoben ist. Also so, ich sag mal, die ganzen 3 Löcher, die da möglich sind, von hier oben angefangen bis nach unten, die werden dann frei, dann werden die Muskeln aufgemacht und dann lässt er einfach mal laufen. Um das in Dialekt zu sagen. Ach, falls sich jemand wundert, warum ich so klein bin auf dem Video, wenn man das Handy so hält, ist das zu klein. Man kann das hochkant nehmen, flachkant oder querkant. Und schon bin ich bei weitem größer. Aber so ein kleiner Scherz am Rande. Auf jeden Fall lag ich dann da so ziemlich hilflos im Bad. Und dieses Gefühl, dieses Flattern, dieses Warme, das verteilte sich über den kompletten Körper. Also man hatte dann, wie ich schon vorhin beschrieben hatte oder verglichen hatte, so eine Art Panik, sage ich mal. Der Herzschlag wurde schneller, also man spürte das Herz am Hals schlagen und als ob es so weit rausguckt. So der Kopf fühlte sich so ein bisschen so wie aufgeblasen an und man hatte das Gefühl, man wäre rot, also Blutdruck wäre zu hoch. Das ist nur der erste Gedanke. Ja, wie gesagt, so kam ich mir zumindest vor. Danach wurde es eher kalt, also frisch und ich hatte so ein ganz leichtes Zittern, so ein innerliches Zittern, nenne ich es einfach mal. Das war so die Situation. Außerdem hat es schon etwas gerochen, sage ich einfach mal so. Dann kamen die Sanitäter mit dem Notarztwagen. Die hatten sich nicht erst hier reingefunden. Ich musste dann selbst so irgendwie versuchen, mich zu artikulieren, dass sie mich finden konnten im Bad. Weil meine Frau war auf der Suche nach den Sanitätern und die ist die andere Richtung gegangen. Es ist ja etwas weitläufiger, muss ich dazu sagen. Also das hat sich nicht so ganz klar dargestellt. Auf jeden Fall haben sie mich dann gefunden und ich dachte dann bei mir, oh Gott, endlich, jetzt wird alles gut. Hatten mir dann ein paar Fragen gestellt, habe ich jetzt nicht unbedingt mehr die Beziehung dazu. Haben mir dann hier am linken Arm einen Zugang gelegt, um dort einen Tropf anzusetzen und ich denke mal, ich habe auch eine Spritze oder was gekriegt. Kann ich jetzt nicht so 100% nachvollziehen, ist mir nicht mehr so gewärtig. Auf jeden Fall wurde es nicht besser. Im Gegenteil, meine Frau saß dann rechts bei mir, sie hat eine Lungenkrankheit und die hatte so ein bisschen ein paar Ideen, für welche Übungen man da irgendwie nehmen könnte, weil ich hatte zunehmend Atemnot. Also Atemnot im Sinne von, es ging nicht, es ging einfach nicht, du konntest nicht richtig Luft holen. Was ich jetzt sage, sind wie gesagt alles nur meine Beobachtungen, das ist jetzt, hat jetzt keinen medizinischen Bezug und wenn, dann maximal Halbwissen, das ich mir danach angeeignet habe. Ne, um das nochmal ganz klar zu sagen. Ne? Das ist jetzt keine Anleitung zum Sterben. Okay, blöder Gag, aber ja, jetzt kann ich drüber lachen langsam. Tatsache ist, nachdem ich dort versorgt worden bin, wurde es nachher so ein bisschen schwierig mit dem Luftholen. Ich sagte es ja gerade, die Beine ein bisschen angeknickt, sagte meine Frau, und ich solle dann wohl langsamer und versuchen, tiefer zu atmen. Aber es war mittlerweile so, dass ich durch diesen Schock, da sinkt natürlich der Blutdruck ab, ne, das nicht, wie ich vorhin beschrieben habe, wie ich das dachte, dass es so wäre, natürlich dann auch ein enge Gefühl im Brustkorb war und dass man bloß noch, also ich, bloß noch so die ganz flache Atmung hatte, im Sinne von so, wie man das manchmal im Film sieht, wie da die Leute dann im Sterben begleitet werden, zum Beispiel dieses so. Das ist jetzt schon relativ weit ausgeholt, also wenn man jetzt so ein bisschen meinen Brustkorb sieht. Also so hatte ich das Gefühl, beziehungsweise mehr ging da nicht. Also dieses mehr Sauerstoff oder mehr Luft habe ich einfach nicht in den Körper bekommen, weil es einfach nicht möglich war.
So, und das war so die Stelle, wo ich dachte, jetzt fährt der Zug langsam ohne dich weg. Und ich hörte dann so, dass die Gespräche so unter den Sanitätern oder mit meiner Frau so ein bisschen leiser wurden. So, und von außen im Sichtfeld so kam dann so etwas, ich nenne es mal so ein weißes Rauschen wie beim Fernseher, beim Testbild, wenn jetzt irgendwann das Signal weg ist. Das ging nachher von außen immer so mehr nach innen, dass es so eher so weißlich war. Und das wuchs dann nachher Richtung Mitte ganz langsam zu. Also das ist jetzt so meine Wahrnehmung oder meine Erinnerung, wie ich es noch habe. Und dann bin ich wohl irgendwie bewusstlos gewesen, was ja wohl von meiner Beschreibung her sicherlich darauf hinführen könnte, dass es logisch wäre, das so zu sehen. Danach bin ich jetzt nicht 100% sicher, was war, wie das weitergegangen ist, aber ich will damit jetzt nur beschreiben, wie ich mich da gefühlt habe. Also erstmal ein bisschen hilflos natürlich, logischerweise. Und dann natürlich dieses Nachlassen. Also das heißt, dass der Körper einfach sagt, jetzt ist langsam Schluss. Das war so dieses Gefühl, mit dem ich mich darum abgegeben habe. Auch weil die Luft halt fehlt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe zu den Sanitätern immer nur Luft so ein bisschen gestammelt, sage ich mal, oder rausgepresst eigentlich bloß. Und wie gesagt, danach bin ich dann wahrscheinlich bewusstlos geworden. Aber das war so für mich von der Wahrnehmung her so der Weg dorthin. So, im Weiteren, ich bin dann wieder im Krankenwagen wach geworden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich da ganz grob mit dem Sanitäter dort gescherzt habe. So, ich denke eher mit schwacher Sprache, weil da wohl irgendwie hat alle Flaschen zugedreht und da kam aus dem Sauerstoffschlauch immer noch irgendwie Sauerstoff raus. Daran kann ich mich noch erinnern, aber dann war die Fahrt zum Krankenhaus. Und dort kam ich dann in die Notaufnahme, logischerweise natürlich. Und da war eine Ärztin, die hatte ich so ein bisschen vom Dialekt oder so von dem Akzent so ein bisschen in die östlichen Gefilde eingeordnet. Die fragte mich dann so ein paar Dinge, unter anderem nach Stuhlfarbe und so weiter. Ja, ich sagte zu ihr dann, ja, brauchen Sie bloß kurz anlüften, dann können Sie sich das selbst angucken. Und dann fing ich an zu zittern. Die Ärztin sagte mir dann im Nachhinein, dass ich dann auch einen rötlichen Ausschlag auf dem Körper hätte, rundherum. Ich war ja bloß mit Slip bekleidet, insofern war das relativ gut zu sehen, denke ich. Und ich fing an zu zittern, also so richtig zittern, so rhythmisch, so, also erstmal so und dann hat er das kurz nachgelassen und dann kam das eben wieder. Das war so praktisch in Schüben, sage ich einfach mal. Während dieser Zeit haben sie mir versucht, natürlich Zugänge zu legen und dann war noch ein Pfleger dabei, der hat dann versucht, erstmal eine Blutprobe zu machen, beziehungsweise abzunehmen und auch am Finger auch für das obere Mikrofon und auch für Zuckertest. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Also ich kann mich gut erinnern, dass es weh getan hat und dass es sehr häufig versucht haben. Ich hatte einen relativ blauen Ellenbogen nachher, also in die Kehle. Das hat nicht so richtig funktioniert, wahrscheinlich aufgrund meiner Zittrigkeit. Ich habe ja den Leuten keine Chance gelassen. Also mit Rollwehen zu kämpfen ist eine Sache, aber wenn dann nebenbei der Arm noch ein paar Zentimeter hin und her wackelt, hätten sie wahrscheinlich auch Pfeile werfen können, denke ich. Also das lag wohl an mir und ich denke, das war so ungefähr eine Stunde in dieser Situation. Dann sind nachher die Schwestern bzw. die Ärzte rausgegangen. Dann war so ein bisschen, ich sag mal, eine Beruhigung immer mal zwischendurch. Ich hatte mich jetzt grundsätzlich schon ein kleines bisschen erholt, also aufgrund einer verbesserter Atemtätigkeit. Und ich fühlte mich so ein kleines bisschen sicherer. Also jetzt nicht mehr so, wie als wenn du bist kurz vorm Abgrund. Das hat sicherlich vielleicht den Ausschlag außerdem noch gemacht. Dann lag ich da so eine Stunde ungefähr noch. Zwischendurch kam immer jemand rein, hat mich das und das gefragt. Dann konnte ich mich so langsam so ein bisschen runterholen. Also ich denke, es war auch dieser mentale Stress, der damit dabei ist. Natürlich klar nach dieser Erfahrung und auch die Angst, was wird da jetzt? Weil man hat ja nicht wirklich das Gefühl, dass man irgendwo über den Berg ist. Ja, das war dann die Sache im
in der Notaufnahme. Ich bin danach erstmal freundlicherweise von einem Krankenpfleger in das nächstgelegene Bad gebracht worden, wo ich mich dann ein bisschen sauber machen konnte. Ich wollte nicht, dass er das macht. Das war mir einfach zu peinlich. Habe ich dann meinen Slip noch durchgewaschen und so weiter. Alle so Sachen, die man eben so relativ häufig mal macht, wenn man mal irgendwann Kinder hatte. Inklusive die Sache mit dem Finger in den Abfluss rühren, weil das Wasser nicht mehr weg wollte. Aber gut, wir wollen nicht unappetitlich werden, aber ich will damit nur sagen, dass es letztlich irgendwie dazugehört scheinbar. Keine Ahnung. Defekation nennt sich das. Da werde ich vielleicht auch was einblenden, den Bericht vom Krankenhaus, wo die Beschreibung ist über meine Einlieferung. Auf jeden Fall bin ich dann demnächst oder danach in der Aufwachstation, hatte dann dort ein Blutdruckmessgerät direkt dran und dort hatte ich, glaube ich, noch einen Tropf hängen. Bin nicht ganz sicher für die erste Nacht, da haben mich dort überwacht. Dann kam ich aufs Zimmer im normalen Bereich, noch für 2 Tage, ebenfalls mit dauerhaft dieser Blutdruckmanschette am Arm. Und da war ich dann schon wieder guter Dinge, also ich bin da praktisch über den Berg gewesen. Auch blutdrucktechnisch war alles noch relativ gut. Relativ gut. Ja, der wird mit. So, im Krankenhaus wurde mir dann gesagt, dass aufgrund der Histaminausschüttung, das ist ja letztlich das Ergebnis, was der Körper macht, das Histamin ausschütten, wenn er praktisch eine allergische Reaktion hat, und ich durch meine Blutdruckmedikamente, also ich sagte ja schon Metoprolol und Ramipril, das sind ja ACE-Hämmer bzw. Beta-Blocker, dass aufgrund dieser Medikamente die Wirkung von den Antiallergie-Medikamenten, das ist dann Phenestil, Prednisolon, also irgendein, wie nennt sich das, komme ich jetzt nicht drauf, das ist da drin, Cortison, die da wohl verabreicht wurden, dass das eben irgendwie eine gewisse Wechselwirkung hätte, im Sinne von, es würde die Wirkung abschwächen oder möglicherweise verhindern von den lebensrettenden Medikamenten. Aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt natürlich diese Allergie nun gerade festgestellt habe, das erste Mal, und es ist natürlich nicht auszuschließen ist, dass durch einen Insektenstich das wiederum passiert, wurde vom Krankenhaus empfohlen, beziehungsweise ich sag mal mit dem erhobenen Zeigefinger gesagt, dass ich meine Medikamente umstellen müsste aufgrund des Notfallsets, was ich später erhalte. Ich komme mal kurz ran. Das sieht so aus. Ne? Das Täschchen gab es nicht dazu. Da habe ich hier, das ist Phenestil, denke ich mal. Ja, Phenestil. Das hier ist irgendein Cortison-Geschichtenspiel. Celestone nennt sich das. Und dann hätten wir noch hier eine Adrenalinspritze zum Selbstverpassen. Das wäre also dieses Notfallset, was ich dann im Nachhinein bekommen habe. Allerdings war es so, ich musste das vom Hausarzt verschreiben lassen, die Medikamente, und habe die dann von der Apotheke abgeholt. Also im Krankenhaus habe ich das noch nicht gekriegt. Des Weiteren habe ich im Krankenhaus einen Termin bekommen, jetzt für Ende August, dort einen Allergietest zu machen, weil wir nur nicht hundertprozentig sicher sind, weil ich es ja aufgrund meiner Wahrnehmung nicht hundertprozentig sagen kann, was es denn gewesen ist am Ende, was mich denn da umgehauen hat. Also dieser Allergietest hat sicherlich mehrere Insektengifte oder was auch immer damit am Start, und das rauszufinden, was denn da am Ende für die Medikation sinnvoller ist. Das steht mir noch bevor. Eventuell sage ich denn dazu auch noch irgendwas, auch noch irgendwas, wenn es denn soweit wäre. So, weiter im Text. Ich mache es ja eigentlich bloß für mich als Erinnerung, aber vielleicht macht es ja auch irgendwann mal noch online, dass andere sich da eventuell mit identifizieren können. Ich bin zurück nach Hause. Denn am nächsten Montag, das war am Freitag, wo ich dann nach Hause kam, am nächsten Montag bin ich zum Hausarzt. Wir haben dort die Medikamente umgestellt. Irgendein Libido, finde ich auch noch raus, wie das hieß. Also als Metoprolol-Ersatz. Die erste Woche haben wir noch eine Tablette früh mit Metoprolol und am Abend schon das neue Medikament. Also so eine Art Entwöhnung.
Da war ich eine Woche zu Hause bei dieser Entwöhnung und danach die Woche darauf, sollte ich dann nur noch das neue Medikament früh und abends nehmen. Jetzt, soweit jetzt zu den Einzelheiten. Ich bin dann wieder auf Arbeit, am Montag den ersten Tag und am Dienstag hatte ich dann schon beim Frühstück, war mir schon wieder so ein bisschen kribbelig. Und ich bin dann ins Auto los, hatte dann zu tun und unterwegs wurde eben dieses Kribbeln stärker. Das ist auch wieder so, ich würde so nochmal so als Panikattacke oder so bezeichnen. Eben so das Gefühl wieder, wie als wenn der Blutdruck stark hochgeht und der Puls. Also die Sache mit dem Herz hier oben, bum, bum, guckt so weit raus. Und auch dann der Kopf, wie schon auch. Der Kopf, wie ich schon sagte, dass da oben sich wie aufgeblasen anfühlt, so ein bisschen Hochdruck. Und in dieser Situation bin ich dann natürlich, oder habe dann beschlossen, jetzt fährst du zum Arzt und lässt da nochmal gucken, wie es gerade im Moment aussieht. Und da hatte ich dann schon so, ich sag mal, zappelnde Beine, weiche Beine. Und da habe ich dann schon die Hoffnung, ich denke, wenn du dort an die nächste Kreuzung kommst, hoffentlich kommt da kein Fahrzeug, dass du nicht anhalten musst. Weil ich Angst hatte, wenn ich auf die Kupplung trete, dass ich nicht mehr die Kraft habe, das tatsächlich so zu machen, dass da auch was funktioniert. Das war so der Hintergrund. Das war natürlich nicht so, aber das war eben vom Gefühl her. Weil ich ja genau das beschreiben möchte. Ja, tatsächlich bin ich dann zu meinem Hausarzt, der hatte Urlaub, das hat nicht funktioniert. Der nächstgelegene hatte auch Urlaub, hat auch nicht funktioniert. Und bin dann weiter, bis ich dann beim nächsten war und habe ich dann dort ein kurzes EKG gekriegt, ohne Auffälligkeiten, also unauffällig. Ich hatte ja das Gefühl, dass mein Herz stolpert. Das habe ich auch dort so gesagt. Also dieses Gefühl war da, als ob das ständig Aussetzer hat oder immer einen Doppelschlag macht oder so. Das war so meine Wahrnehmung dafür. Das hat sich auf jeden Fall nicht bestätigt. Ich hatte dort nochmal Blutdruck 166, 91 mit einem Puls von 93, also irgendwie an irgendeiner erhöhten Stelle, was mir zumindest gesagt hat, dass ich jetzt nicht spinne. Ich dachte ja erst, das wäre von mir so ein bisschen psychosomatisch, dass ich das selbst ausgelöst hätte, weil aufgrund dieser Problematik, sage ich mal, dieser Erfahrung und dieses mentalen Angespanntseins, man natürlich in den Körper reinhorcht nach jeder Unregelmäßigkeit, nach jedem, was irgendwie anders oder irgendwie spezieller an einem vorkommt und sich dann dadurch wahrscheinlich ein bisschen selbst hochpusht. Könnte ich mir vorstellen, ist meiner Meinung nach eventuell so, ja, absolut erwiesen, dass das auf die Art und Weise funktionieren kann. Aber ich war halt nicht sicher, wie ich mich selbst beurteilen sollte. Gut, auf jeden Fall bin ich dann nach Hause und ich hatte dann einen Termin bei einem nächsten Arzt, der die Vertretung übernommen hat. Und dort haben wir ein weiteres Medikament, Moxo, irgendwas mit Moxo hieß das, haben wir dazu geführt, also dass wir das praktisch am Morgen dieses Moxo nehmen und am Abend das andere, was mir von dem anderen Arzt verschrieben worden ist, in der Hoffnung, dass das ein bisschen Beruhigung in die ganze Sache bringt. Ja, ich war dann zu Hause und habe dann natürlich ein Blutdruckmessgerät da, hat ja jeder eigentlich, ne, 3, 4, jetzt eins tatsächlich mit Oberarmmessung und ein bisschen moderner schon, dass ich da auch ein paar Werte als Tabelle habe und das kann ich ja mal zeigen. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Das sieht ungefähr so aus. Vielleicht kann man das so auch sehen, wenn das Telefon das warm gestellt hat. Und da bin ich, dann sieht man dann in etwa meine Werte, die ich da habe, inklusive des Pulses. Und die liegen so im Durchschnitt bei 160 zu 80, knapp 90, beim 70, 80er, manchmal auch ein 90er Puls. Hier war noch ein Wert dabei, hat man jetzt vielleicht nicht im schnellen Vorbeilaufen gesehen. Das war ein Puls von 106. Das war abends. Ich lag schon eine halbe, dreiviertel Stunde im Bett und habe ein bisschen Fernsehen geschaut noch. Und dann ging das plötzlich wieder los. Also ohne irgendwo einen Stressauslöser oder irgendeine Situation, die körperlich vielleicht die Ursache gewesen wäre, durch eine gewisse Anstrengung. Das ist mir auch aufgefallen, dass das hin und wieder passiert. Wenn ich hier irgendwo mal 20 Minuten unterwegs bin und mache das, dass man dann merkt, dass der Blutdruck sich da schon ein bisschen hochpusht. Aber das war eben so eine Situation, die ich mir nicht erklären kann, wo ich dann auch sagen muss, ist das auch psychosomatisch gewesen oder ja, keine Ahnung.
Kann ich nicht sagen. Tatsache ist, solche Situationen gab es. Es hat sich jetzt beruhigt. Ich bin jetzt seit etwa 2 Wochen jetzt wieder mit dem neuen Medikament unterwegs und habe dann, ja, hab's ja gesehen, gerade jetzt doch eine relativ lange Latte an Tests gemacht, die im Grunde immer noch dasselbe zeigen. Also nicht wirklich eine Beruhigung, aber ich fühle mich jetzt grundsätzlich ein kleines bisschen, ich will nicht sagen relaxter, aber nicht mehr so körperlich im Stress. Also die Werte so bei 160 ungefähr, sage ich meistens. Das ist so für mich so dieser Wert, wenn ich den sehe, das ist auch das, was man dann nachher körperlich wahrnimmt. Indem es jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt vom Puls und auch nicht wieder das Herz hier oben rausgucken, aber man merkt, dass da irgendwas ist. Dass es vielleicht ein leichtes Kribbeln in den Fingerspitzen gibt oder in den Zehen. Das ist für mich auf jeden Fall da. Aber die Häufigkeit dieser, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Anfälle, ist jetzt nicht mehr ganz so groß, dass ich sagen muss, es beeinträchtigt mich jetzt stark in meinem täglichen Leben. Wird sich zeigen, wie das ist, wenn ich tatsächlich nachher wieder aktiv unterwegs bin. Jetzt im Moment kann man mich so vorstellen, dass ich eigentlich nur auf dem Stuhl, auf dem ich hier sitze, hin und wieder mal kurz über den Hof gehe, ins Gewächshaus und eben YouTube-Videos gucke. Genau, sowas, wie das gerade eben. So, das ist so meine Beschäftigung. Und dafür sind die Werte meiner Meinung nach nur doch ein bisschen hoch, immer noch. Aber das ist nicht unbedingt meine Spezialität. Ich sagte ja, ich bin weder Mediziner noch bin ich Arzt. Ich bin ein Moppel, freilaufendes Moppel, genau. Ja, soweit zu meiner Geschichte. Wollte ich da jetzt noch irgendwas anderes mit erwähnen? Ich hatte mir so viele Sachen ausgedacht. Im Bett vorhin kam mir nämlich der Gedanke, ich denke, du könntest doch mal, zumindest für dich, irgendwann fragte ich jemand in einem halben Jahr, du, wie war denn das damals und kann ich das vielleicht auf mich beziehen? Ach ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Meine Frau hat irgendwie eine Freundin irgendwo im weiteren Umfeld und ihr Mann, ist das grammatikalisch richtig? Ist das richtig? Oder egal? Ja, egal. Der Mann hatte beim Heckeschneiden einen Bienenstich, soweit ich mich erinnere, und hatte dieselbe Reaktion wie ich. Auch genauso die Beschreibung, also von wegen hier oben wird's warm, mach mir mal was drauf und ich mache weiter. Und der ist dann ebenfalls in die Situation gekommen, dass das ein anaphylaktischer Schock wurde. Und die hatten eben, oder er hatte zumindest die Idee, wir warten mal noch, es wird sich vielleicht von selbst beruhigen. Das hat bei ihm leider nicht funktioniert. Wir haben dann zwar auch einen Notarzt gerufen, allerdings musste der dann schon Reanimation durchführen. Das wäre die Stufe 4 für den anaphylaktischen Schock. Bei mir war es die Stufe 3. Und dieser Herr, wie gesagt, ich kenne ihn selbst nicht, ist dann auch im Krankenhaus gelandet natürlich, allerdings dann komatös geworden und ist dann wohl, soweit ich gehört habe, 2 Tage später auch verstorben. Also im Grunde dieselbe Geschichte wie bei mir, nur dass wir halt den Vorteil hatten, beziehungsweise dass erstens ich entschieden habe, jetzt ist irgendwas so falsch, dass ich sagen muss, da muss mal jemand gucken. Also in Bezug auf Notarzt waren und meine Frau hat das ja dann gemanagt. Und dass er dann eben auch ein bisschen Ahnung davon hatte, wie muss er damit umgehen, wenn jemand unter Schock steht, auf dem Fußboden liegt und kaum atmen kann. Im Sinne von beruhigend auf ihn einreden und versuchen, diese Atemtechniken zu nutzen, die sie mir dann nannte, wie ich schon vorhin beschrieben habe, versuchen langsamer und tiefer zu atmen. Was ich ehrlich gesagt nicht konnte. Ich habe es versucht 1-2 Mal, hat vielleicht geholfen, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Tatsache ist, dass für mich das war das Maximum. Das war das allergrößte Maximum. Ja, das jetzt nur als zweites Beispiel, was letztlich sich auf diese Sache auch beziehen lässt. Für jemanden, der das jetzt hier sieht und vielleicht in so einer Situation keine Angst mehr hat oder nicht zu sehr Mann ist, um doch möglicherweise früh genug Hilfe zu holen. Ja, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Es ist ja einfach nur ein Situationsbericht, der bis jetzt steht, einfach nur aus der Sicht eines Betroffenen, nicht aus jemand, der euch erklären kann, wie man alles richtig macht. Nur, dass ich sagen kann, so ist es bei mir gewesen und falls ihr die ähnlichen Symptome oder Art und Weisen feststellen könntet, in so einem Fall, so unwahrscheinlich der möglicherweise ist, dass ihr schnell genug und auch richtig reagiert. Also das ist eigentlich das, was ich damit erreichen möchte. Ich bin ja nicht da zum Jammern, ich will nur sagen, Leute, so war es bei mir und wenn bei euch das so ist, dann macht was, sonst seid ihr wahrscheinlich doch weg vom Fenster. Und ich muss sagen,
So als kleine Geschichte noch zum Abschluss. Also, dass mich die Sache doch relativ mental immer noch stark belastet. Ich habe jetzt nicht ständig im Kopf, du warst kurz in der Ecke, warst bewusstlos oder vielleicht hätte es nicht reichen können. Also, aber vielleicht hat das irgendwas in mir verändert. Ich kann es jetzt nicht sagen. Vielleicht ist das der Grund, weswegen jetzt im Moment auch meine Werte immer noch so hoch sind. Ich reagiere relativ stark auf Stress, egal welcher Art und Weise der Stress ist. Wenn es zum Beispiel klingelt, weil der Postbote kommt und so ist, fällt das für mich unter Stress. Dann geht das für mich hoch körperlich, wie ich es schon vorhin beschrieben habe. Da muss man sicherlich erstmal drüber wegkommen und diese kleine Geschichte, von der ich gerade sprach, also hier, ich besitze ja jetzt gerade meinen Wintergarten, das ist diese Tür hinter mir, wo die gerade durchflog beim letzten Mal und da haben wir jetzt eine Gage davor gemacht, dass da jetzt auch wirklich niemand mehr rein kann, so aus Angst, aber das war noch nicht so fertig. Wir hatten ja so einen bunten Streifenvorhang davor, der so im Wind wedelt, wie man das vielleicht kennt, wo man die Hoffnung hat, dass gewisse Insekten da vielleicht von abgehalten werden. Tatsache ist, ich saß hier und auf einmal höre ich so eine mehr brummen. Und da bin ich natürlich hochgesprungen aufgrund dieser Erfahrung. Ist man natürlich sensibilisiert und dann habe ich mich hier hinten in die Ecke gestellt, weil ich sah genau so ein Vieh, also diese Hornisse. Ich kann ja mal ein Foto einblenden, das ist jetzt nicht die gleiche, aber ich hatte die Gelegenheit, dort nochmal an anderer Stelle was zu machen, um für den Allergietest zu sagen, das könnte das Tier gewesen sein. Stand dann hier in der Ecke für eine Stunde und habe geguckt, was das Vieh macht. Ich bin schon immer mit einer Hand, stand ich schon immer an der Tür ins Haus rein, um mich zu verstecken. Aus Angst, dass sie irgendwas macht oder nochmal über mich herfällt. Das ist so komisch, das klingt. Ja, die saß dann irgendwann am Fenster und ist dann da an den Balken rumgekrochen. Also nicht so das Problem. Ich habe dann nachher meine Frau gebeten, kannst du die mal wirklich rauslegen? Und sie hat dann da so mit einem Becher und mit einem Papier, hat sie die dann vor die Tür gebracht, das arme Tier. Ja, das jetzt nur zum Ende jetzt, dass auch sowas nachher am Ende sicherlich die ganze Zeit lang nachwirken wird und kann. Ich sag bloß, wenn wir am Grillen waren oder was, ich habe wirklich jeden grauen Schatten, der irgendwo rumgeflogen ist, irgendwas, was ich wahrgenommen habe als, da fliegt was. Panisch reagiert, hin und her geguckt oder jede Berührung, die auf irgendeine Art und Weise, wenn man über die Wiese geht. Und da ist ein Grashalm, der ist etwas länger und kommt irgendwo in die Kniekehle und sagt, oh, da ist was, sofort gucken. Das ist, ja, da ist man irgendwie, vorbelastet, um dann so zu reagieren, denke ich mal. Aber das ist, wie gesagt, der Erfahrung geschuldet, denke ich mal, dass das sicherlich anderen Leuten auch so geht. Aber das ist eben, ich sagte ja gerade, dass die Lebensqualität am Ende danach erstmal so ein bisschen nachgelassen hat, obwohl man sich nichts anmerken lassen will. Tatsache ist, man ist relativ schnell oben, also stresstechnisch, das sagte ich ja gerade schon. Und dann sind natürlich, man ist bei weitem vorsichtiger. Und man hat immer die Hoffnung, dass irgendwer in der Nähe ist. Man will nicht irgendwie alleine sein, dass man da sagt, in so einem Fall, dass man nicht mehr selbst reagieren kann. Das schürt natürlich eine gewisse Angst, sage ich einfach mal. Ja, ihr habt gemerkt, ich habe schon ein paar Mal geschluckt jetzt zwischendurch. Also jetzt, das holt mich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen ab. Auch. Aber das ist ja nun nicht unbedingt nicht zu verstehen. Okay, gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich dann hier erstmal Schluss. Ich hoffe, das hat euch irgendwas gebracht und wenn nicht, dann einfach nur meine Geschichte zu hören, die nicht jeder erzählt. Und möglicherweise reiche ich hier noch was nach, wenn es hier Ergebnisse gibt, beziehungsweise Methoden, die die Sache ein bisschen verbessern oder einfach nur resetten können.